Mit großartigen Symbolen, die Majestät und Macht darstellen, mythischen Göttern und Pharaonen sowie großartigen technologischen Erfindungen, die die Welt verändert haben, sind wir es gewohnt, Ägypten und Sumer als die ältesten und fortschrittlichsten Zivilisationen der Geschichte zu sehen. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass eine mysteriöse alte Zivilisation zwischen Pakistan und Indien vor diesen beiden unglaublichen Kulturen existiert. Tatsächlich glauben Forscher, dass diese Zivilisation, die als Harappan oder Indus-Tal-Zivilisation bekannt ist, etwa 8000 Jahre alt ist, was bedeutet, dass sie sogar älter als die großen Sumerer ist. Seine berühmteste Stadt, Mohenjo-Daro, ist ein klares Beispiel für ein gut etabliertes und hochentwickeltes urbanes Zentrum, das unter anderem Abwassersysteme, Straßen, gut organisierte Häuser, Landwirtschaft und Kunstwerke umfasst. Trotz all der Informationen, die Forscher bereits über diese Kultur haben, bleibt die Harappan-Zivilisation auch eine der größten, mysteriösesten der Geschichte. Ihre Schrift wurde noch nicht entziffert. Ihre Stadtplanung und Bewässerungssysteme waren sogar fortschrittlicher als die der meisten Städte im modernen Indien und die Zivilisation verschwand plötzlich aus noch nicht ganz geklärten Gründen. Wie hat die Harappan-Zivilisation einen solchen Grad an kultureller und technologischer Entwicklung erreicht? Was war ihr Geheimnis? Hat ihnen jemand geholfen? Oder waren sie die Nachfahren einer noch älteren Hochkultur? Und was ist das Geheimnis um ihr plötzliches Verschwinden? Bevor wir beginnen, würden wir uns freuen, wenn Sie diesem Video ein Like geben und auch unseren Kanal abonnieren, indem Sie auf die Benachrichtigungsglocke klicken, damit Sie mehr Videos wie dieses erhalten. In einer in der Zeitschrift Dawn veröffentlichten Studie untersuchten Forscher der Archaeological Society of India und des IIT Kharagpur verschiedene Tests auf Radiokohlenstoffbasis, die an verschiedenen Fragmenten von Keramikstücken und Knochen von Haustieren aus einer Siedlung in Birana, einem 225 Kilometer entfernten Dorf, durchgeführt wurden, nordwestlich von Neu-Delhi. Die Forscher konnten feststellen, dass diese Siedlung mindestens 8000 Jahre alt ist. In diesem Sinne würde die Harappan-Zivilisation, zu der dieses Dorf gehörte, die alten ägyptischen und sumerischen Zivilisationen um mindestens 1000 Jahre übertreffen. Dies verändert unsere Wahrnehmung der städtischen Siedlungen der Antike in dieser Region vollständig. Andererseits hat diese Studie auch dazu beigetragen, die verschiedenen Stadien zu bestimmen, die die Harappan-Zivilisation durchlief, bis sie um 3000 vor Christus ihren Höhepunkt erreichte, sowie ihren anschließenden Niedergang und ihr Verschwinden. Professor Anindya Sarkar von der Abteilung für Geologie und Geophysik am IIT Kharagpur wies auf die Relevanz dieser Entdeckung hin. Unsere Studie schiebt das Altertum bis ins 8. Jahrtausend vor der Gegenwart zurück und wird große Auswirkungen auf die Entwicklung der menschlichen Siedlungen auf dem indischen Subkontinent haben. Zusätzliche Studien zeigen, dass diese mysteriöse Harappan-Zivilisation auf ihrem Höhepunkt mehr als 5 Millionen Einwohner hatte, eine herausragende Zahl zu dieser Zeit. Betrachten Sie zum Vergleich die sumerische Zivilisation, die auf etwa 1,5 Millionen Einwohner geschätzt wurde. Das erste Mal, dass eine Spur dieser verlorenen Zivilisation gefunden wurde, war die Entdeckung der verlorenen Stadt Harappa im Jahr 1921. Von dieser Stadt stammt der Name der Zivilisation, die wir heute Harappan nennen. Seitdem wurden mehr als 1052 Städte und Siedlungen gefunden. Eine davon ist die Stadt Mohenjo-Daro. Diese Stadt liegt in der Nähe des Flusses Indus und ist ein wahres Juwel der Stadtplanung aus der Antike und wurde schnell zur berühmtesten Stadt der Harappan. Obwohl die Ruinen von Mohenjo-Daro erstmals 1911 von einer Gruppe Archäologen gefunden wurden professionelle archäologische Ausgrabungen in den 1920er bis 1930er Jahren von Sir John Marshall, dem Generaldirektor des Archaeological Survey of India, durchgeführt. Zuerst wussten die Archäologen nicht, wie sie die Stadt nennen sollten. Aber nachdem ihre Ausgrabungen viele seltsame Skelette freigelegt hatten, die in Straßen und Häusern verstreut lagen,
nannten sie sich schließlich Mohenjo-Daro, was Hügel der Toten bedeutet. Trotz ihres düsteren Namens sticht die Stadt als erstes großes urbanes Zentrum des indischen Subkontinents hervor. Und ihre ausgefeilte Stadtentwicklung ist ziemlich beeindruckend. Die Menschen dieser Stadt kannten sich nicht nur mit Stadtplanung aus, sondern wussten auch, wie man Landwirtschaft betreibt, mit Metallen arbeitet und sich schriftlich ausdrückt. Die Stadt selbst war in Rastern angeordnet und ihre Häuser hatten separate Räume für verschiedene Aktivitäten, darunter eine Küche, ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Terrassen, Badezimmer und Entwässerungssysteme, ähnlich wie ein modernes Haus heute. Dieser letzte Aspekt, der Wasserkontrolle, ist genau einer der bedeutendsten Entwicklungen der Zivilisation des Industals. Heute ist es leicht zu glauben, dass die Bevölkerung, die vor mehr als 4000 Jahren lebte, äußerst rudimentäre Systeme anwendete, um Wasser zu nutzen und ihre verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel Wasser in Eimern vom Fluss zu den Häusern transportieren oder ein Loch in den Boden graben, um es als Toilette zu benutzen. Aber das war bei der Harappan-Zivilisation nicht der Fall. Die Häuser hatten ein Wasserversorgungs- und Sanitärsystem, wobei die Badezimmer und Toiletten gut von den übrigen Räumen getrennt waren. Die Stadt hatte auch mehr als 700 Wasserbrunnen und ein ausgeklügeltes Abwassersystem, das es dem Wasser ermöglichte, harmonisch durch die Stadt zu zirkulieren. In einem Teil der Stadt, der als die Zitadelle bekannt ist, bauten sie ein 900 Quadratmeter großes Bauwerk namens Großes Bad, das sie füllten, indem sie Wasser aus dem Indus pumpten. Bedenken Sie, dass es den Römern erst um 70 vor Christus gelang, ihre berühmten Bäder zu bauen. Die Menschen im Industal waren ihnen also 2500 Jahre voraus. Wie sich herausstellte, hatte diese untergegangene Zivilisation eines der ersten Sanitärsysteme der Welt. All das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass allein in Mohenjo-Daro zwischen 20.000 und 40.000 Menschen zusammenlebten. Und Mohenjo-Daro war nicht einmal die größte Stadt der Harappan-Zivilisation. Das war die Stadt Rakhigarhi, die erst 1969 entdeckt wurde und bis heute nur 5% des Geländes ausgegraben wurden. Wer weiß, welche Geheimnisse und Mysterien wir im Laufe der Ausgrabungen über diese verlorene Zivilisation aufdecken werden. Wenn Rakhigarhi die größte Stadt ist, könnte sie dann auch als eine Art Hauptstadt der Harappan-Zivilisation gedient haben? Und wenn ja, stellen Sie sich vor, wie technologisch fortgeschritten sie im Vergleich zu Mohenjo-Daro wäre. Mohenjo-Daro selbst hatte eine sehr ausgeklügelte Planung, die ein Wasserversorgungssystem, Gebäude, Märkte, Getreidespeicher und Lagerhäuser kombinierte, die sich alle am optimalsten Ort befanden. Dieses hohe Planungsniveau wäre unmöglich, es sei denn, die Harappan-Zivilisation hatte ein ausgeklügeltes System von Gewichten und Maßen, das sie für alle ihre Aktivitäten verwendeten, das uns heute noch unbekannt ist. Was wir wissen ist, dass es eine strenge Standardisierung im Bauwesen gab, mit Ziegeln, die den Größen in einem perfekten Verhältnis von 4:2:1 entsprachen. Außerdem waren die Menschen, die in Städten wie Mohenjo-Daro und Harappa lebten, wahre Meister der Landwirtschaft. Aufgrund des Alters der Zivilisation diskutieren Experten weiterhin darüber, ob diese Menschen die Landwirtschaft und Viehzucht eigenständig entwickelt oder von anderen Bevölkerungsgruppen der damaligen Zeit gelernt haben. Um das Rätsel zu vervollständigen, zeigen einige genetische Studien, dass die bäuerliche Bevölkerung des Indus nie eng mit ihren nächsten bäuerlichen Nachbarn verwandt war, die im heutigen Iran lebten und die Experten als die ersten betrachten, die die Landwirtschaft in der Region entwickelten, vor mehr als 10.000 Jahren. Heute wird angenommen, dass die Verbreitung der Landwirtschaft in verschiedenen Teilen der Welt dank des Exports dieses Wissens durch einige Menschen erfolgte. Tatsächlich zeigen in Europa durchgeführte genetische Studien, dass Steinzeitbauern ihr Wissen in verschiedene Teile Europas brachten, als sie durch das Gebiet zogen und sich mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen vermischten. Dies geschah jedoch nicht bei der Bevölkerung des Industals, da sich ihre Genetik von den Nachbarvölkern unterscheidet, die vor 8000 vor Christus Landwirtschaft entwickelten. Das bedeutet,
dass die Menschen im Industal offenbar aus einer früheren Zivilisation stammen, die die Landwirtschaft selbst entwickelt oder vielleicht von jemand anderem erlernt hat. Die Frage ist dann: Wer hat den Menschen am Indus diese fortgeschrittenen Techniken beigebracht? Bedenkt man, dass die Industal-Zivilisation älter ist als die ägyptischen und sumerischen Zivilisationen, lohnt es sich auch zu fragen: Waren es die Menschen im Industal, die dieses Wissen an die alten Ägypter und Sumerer weitergegeben haben? Andererseits diente die Entwicklung eines vollständigen standardisierten Systems von Siegeln, Maßen, Werkzeugen und Utensilien der Harappan-Zivilisation dazu, den internationalen Handel mit Bevölkerungen zu entwickeln, die so weit entfernt sind wie die des Arabischen Golfs, Mesopotamiens und Südindiens, wie durch Siegel belegt, die in diesen Bereichen gefunden wurden. Experten gehen davon aus, dass die meisten Einwohner der Stadt Kaufleute und Handwerker waren, die sich mit der Bearbeitung von Metallen wie Kupfer, Bronze, Blei und Zinn auskannten und über große Fähigkeiten in der Bearbeitung von Keramik und der Herstellung von Ziegeln verfügten. Tatsächlich waren sie so gut, dass viele ihrer Kreationen in anderen entfernten Städten der Region gefunden wurden, wahrscheinlich aufgrund des Handels. Trotz dieses hohen Planungs- und Entwicklungsniveaus ist einer der Aspekte, der die Aufmerksamkeit der Forscher am meisten auf sich gezogen hat, die Tatsache, dass es in den Städten im Industal an Palästen, Tempeln und Monumenten mangelt, die auf eine zeremonielle Praxis hindeuten könnten. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass es eine zentrale Autorität, wie einen König oder eine Königin gab, die die Aktivitäten in den Städten regulierte. Dies ist für eine bronzezeitliche Zivilisation ungewöhnlich, da diese Kulturen sehr autokratisch waren und sich auf Kastensysteme stützten. Viele Studien deuten darauf hin, dass Mohenjo-Daro eine Stadt mit einem Gemeindeverwaltungssystem war, mit einer bestimmten Gruppe von Personen, die ausgewählt wurde, um bestimmte Regierungsaufgaben auszuführen. Wahrscheinlich hatte jede Stadt eine Art Rat, der wiederum einem zentraleren Rat unterstand, der für das ganze Land verantwortlich war. In Anbetracht der Entfernung zwischen all den verschiedenen Städten der Harappan-Zivilisation ist diese Regierungsstruktur sehr beeindruckend. Die Regierungsform der Harappan-Zivilisation veranlasste sogar die Zeitschrift UNESCO Courier, einen ganzen Artikel mit dem Titel The Indus Valley Civilization, Cradle of Democracy zu veröffentlichen, in dem die Möglichkeiten theoretisiert wurden, dass die Demokratie im Industal Tausende von Jahren vor den alten Griechen erfunden wurde. Eine weitere überraschende Sache ist das Fehlen großer Tempel für die Anbetung. Wenn wir dies mit den ägyptischen und sumerischen Zivilisationen vergleichen, die voller Tempel waren, die verschiedene Gottheiten verehrten, macht das die Harappan-Zivilisation ziemlich einzigartig. Bisher scheint das große Bad das einzige Bauwerk in der Stadt zu sein, das als zeremonielles Denkmal angesehen werden könnte. Anscheinend hatten die Menschen des Indus eine besondere Vorliebe für Sauberkeit und Ordnung, sodass einige Experten glauben, dass es sehr wahrscheinlich war, dass sie eine Art religiöser oder esoterischer Praxis hatten, in der das Konzept der Sauberkeit oder Reinigung dominierte. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass diese religiösen oder zeremoniellen Veranstaltungen in der Zitadelle stattfanden, was auch die Annahme verstärkt, dass diese Menschen wahrscheinlich in irgendeiner Weise Wasser verehrten. Dieses Merkmal unterscheidet sich stark von der Kultur des alten Ägypten, die voll ist mit Tempeln, Gräbern und anderen majestätischen Monumenten sowie einer tiefen Verehrung ihrer Gottkönige, die wir als Pharaonen kennen. Andererseits haben Archäologen Indus-Siegel und künstliche Figuren gefunden, die mit einigen religiösen Überzeugungen in Verbindung gebracht werden könnten. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Figur, die bei frühen Ausgrabungen in Mohenjo-Daro gefunden wurde. Diese Figur ist als der Priesterkönig bekannt. Viele Experten glauben jedoch, dass diese Figur keine religiöse Persönlichkeit darstellt, da es keine soliden Beweise gibt, die diese Annahme stützen. Ein weiteres berühmtes Artefakt, das in Mohenjo-Daro gefunden wurde, ist eine weibliche Figur von nur rund 10 Zentimetern aus Bronze, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften tanzendes Mädchen genannt wurde.
In dieser Figur hält das Mädchen ihr linkes Bein und ihre linke Hand scheinbar bereit, dem Rhythmus eines Tanzes zu folgen, der wahrscheinlich zeremonieller oder religiöser Art ist. Ihr linker Arm ist mit 25 Armbändern versehen, die anscheinend dazu dienten, ihre Gliedmaßen zu formen. Dies war in einigen Kulturen auf der ganzen Welt eine gängige Praxis, wie es heute bei den Kayan, einer Untergruppe der Karenni, der Fall ist. Einige Experten glauben, dass diese Figuren und andere Gegenstände aus der Kultur des Indusvolkes tatsächlich eine Vielzahl religiöser Überzeugungen und Praktiken oder eine Vielzahl von Göttern darstellen könnten, genau wie sie es im alten Ägypten taten. Trotz all dieser Elemente stellt keines von ihnen einen konkreten Beweis dafür dar, dass die Harappan-Zivilisation eine streng religiöse oder esoterische Praxis hatte, da dies nur Spekulation und Theorie ist. Am Ende gibt es etwas, worüber sich die meisten Experten einig sind. Ein Großteil des Geheimnisses hinter der Harappan-Zivilisation kann nur gelüftet werden, wenn das größte ihrer Rätsel gelöst ist: ihre Schrift. Obwohl es Experten bereits gelungen ist, einen Großteil der Lebensweise dieser Kultur und ihrer Städtebaumethoden zu entschlüsseln, bleiben die meisten ihrer Geheimnisse hinter dem Schleier ihrer Schrift verborgen. Anders als bei den ägyptischen Hieroglyphen oder der Maya-Sprache lässt sich die Harappan-Schrift nur mühsam entziffern. Das Rätsel hinter der nicht entzifferbaren Harappan-Schrift hat Wissenschaftler so lange verwirrt, dass es seit 2004 einen Geldpreis von 10.000 US-Dollar für jeden gibt, der einen Harappan-Text mit etwa 50 Zeichen entziffern kann. Kein Wunder, dass es niemandem gelungen ist. Da diese Kultur in so viele Geheimnisse gehüllt ist, könnte die Entschlüsselung ihrer Schrift der einzige Schlüssel sein, der es uns ermöglichen würde, ihre Geheimnisse zu enträtseln. Inzwischen wurden Hunderte von Symbolen des Volkes der Harappan auf einer großen Anzahl von Kunsthandwerksgegenständen aller Art gefunden, einschließlich Keramik und Metallhandwerk. Die meisten dieser Symbole zeigen Tier- und Menschenfiguren. Andere glauben, dass die Symbole eine Reihe von Siegeln darstellen, die für kommerzielle Transaktionen verwendet wurden. Ein weiterer Aspekt, der gegen die Harappan-Schrift als Form der geschriebenen Sprache spricht, ist, dass die meisten Inschriften normalerweise nur 4 oder 5 Symbole haben, die auf kleinen Flächen von etwa 2,5 Zentimetern Länge gezeichnet sind und die längste bekannte Harappan-Schrift nicht 30 Zeichen erreicht. Dies unterscheidet sich stark von dem, was normalerweise in Schriftsystemen anderer alter Zivilisationen zu sehen ist, die oft mehr als 100 Zeichen haben. Dennoch haben einige Studien, die die Harappan-Schrift mit anderen sprachlichen und nichtsprachlichen Symbolsystemen verglichen haben, festgestellt, dass die Harappan-Schrift in einem hohen Prozentsatz der Fälle einer geschriebenen Sprache sehr ähnlich ist. Diese Ähnlichkeit gilt nicht nur für Schreibsysteme, die auf untergeordneten Codes wie DNA basieren, sondern auch für geordnete Codesysteme wie Computerprogrammiersprachen. Es gibt jedoch immer noch viele Zweifel an der Harappan-Schrift, da sie weiterhin große Schwierigkeiten bereitet, selbst wenn sie von statistischen Systemen entschlüsselt wird, die von leistungsstarken Computern ausgeführt werden. Eines der Hauptprobleme bei dieser Schrift ist, dass die Nachrichten zu kurz sind und innerhalb jeder Sequenz nur wenige Beispiele zeigen, was es selbst für Maschinen schwierig macht. Andererseits sind die Symbole, die neben den Bildern erscheinen, bei jedem Stempel unterschiedlich, wodurch es an Homogenität und Klarheit mangelt, was eine einheitliche Interpretation dieser Schrift weiter erschwert. Dies bedeutet, dass bis zu diesem Punkt jede Interpretation eher als Vermutung denn als Tatsache angesehen werden kann. Ein weiterer Faktor, der ebenfalls gegen die Dekodierung der Indus-Taltexte spricht, ist das Fehlen einer mehrsprachigen Inschrift, das heißt eines Textes, der in 2 oder mehr bekannten oder unbekannten Sprachen geschrieben ist, die genau dasselbe sagen. Das beste Beispiel dafür ist der berühmte Rosetta-Stein, die alte Inschrift, deren Text in 2 Formen ägyptischer Schrift und in altgriechischer Schrift geschrieben ist, was sehr dazu beigetragen hat, die Sprache des alten Ägypten zu entziffern. Trotz aller Hindernisse und Probleme geht die Arbeit an der Entschlüsselung der Harappan-Schrift weiter. Hoffentlich werden wir eines Tages in der Lage sein, die Schrift zu entziffern und die Geheimnisse entdecken,
die diese Zivilisation verbirgt. Was wir wissen ist, dass die Zivilisation des Industals um 1700 vor Christus endete. Aber was genau passiert ist, ist immer noch ein Rätsel. Wurden ihre Städte verlassen? Oder wurden sie von Eindringlingen aus anderen Regionen angegriffen? Oder ist vielleicht etwas anderes passiert, was wir immer noch nicht verstehen können? Seltsamerweise bleiben diese Fragen immer noch unbeantwortet, da Experten noch Beweise finden müssen. Bis heute teilen sich die meisten Wissenschaftler in zwei Gruppen. Diejenigen, die glauben, dass die Städte aufgrund einer großen Überschwemmung oder Dürre des Indus oder des Gagahakra-Flusses verlassen wurden, und diejenigen, die glauben, dass ihre Bewohner von Eindringlingen massakriert wurden. Genau diese letzte Theorie hat dazu beigetragen, der Stadt Mohenjo-Daro den Namen zu geben. Wie wir bereits zu Beginn des Videos erwähnt haben, bedeutet Mohenjo-Daro der Hügel der Toten. Dies bezieht sich auf eine Reihe menschlicher Skelette, die in den Ruinen der Stadt gefunden wurden, als die Ausgrabungen in den 1920er Jahren begannen. Abgesehen von zerbrochenen Statuen und Strukturen wurden jedoch nur etwa diese 40 menschlichen Skelette gefunden. Was geschah mit den restlichen 40.000 Einwohnern, die die Stadt haben sollte? Einige Experten halten es für notwendig, die Theorien über das Ende der Harappan-Zivilisation durch bewaffnete Eindringlinge zu verwerfen, da es mehrere Elemente gibt, die nicht in diese Geschichte passen. Erstens gibt es keine wesentlichen Beweise dafür, dass eine groß angelegte Invasion stattgefunden hat. Zum Beispiel gibt es keine Spuren von verbrannten Festungen, keine Zerstörungen an den Mauern, keine Überreste von Waffen oder Rüstungen und keine große Anzahl von überall verstreuten Skeletten von Zivilisten und Soldaten. Dies ist ziemlich mysteriös, wenn man bedenkt, dass die Invasoren der Massaker-Theorie zufolge die alten Arier waren, ein Volk, das sich in prähistorischer Zeit im heutigen Iran und auf dem nordindischen Subkontinent niedergelassen hatte. Wenn es eine große Schlacht gab, wo sind die Skelette der gefallenen Kämpfer und Zivilisten? Es ist, als hätte die Erde sie plötzlich verschluckt. Die Theorie des Massakers ist jedoch noch immer in vielen Köpfen. Als die ersten Ausgrabungen in Mohenjo-Daro begannen, war das Erste, was die Forscher beeindruckte, die Entdeckung, dass diese Skelette an seltsamen Positionen gefunden wurden. Eine gewisse Anzahl von Skeletten wurde in der Unterstadt, einer Art Wohnviertel, bei einem scheinbar unkonventionellen Bestattungsritual gefunden. Aber eine andere Gruppe von Skeletten wurde mit einer seltsamen Haltung gefunden. Genauer gesagt, als wollten sie vor etwas oder jemandem fliehen. Es ist, als wäre der Tod aus dem Inneren der Stadt gekommen und nicht von außen. Andererseits könnten die vedischen Texte einige Hinweise darauf geben, was wirklich in Mohenjo-Daro passiert ist. Einige vedische Hymnen weisen darauf hin, dass Indra, der Hauptgott dieser Texte, die Festungen der Dasyo angriff, indem er sie in Brand steckte. In diesem Zusammenhang stellt ein Dasyo jeden nicht-arischen Feind dar, wie die Menschen im Industal. Obwohl es viele seltsame Theorien gibt, einschließlich einer Theorie, die darauf hindeutet, dass eine Art fortschrittlicher Waffe verwendet wurde, um die Bewohner des Industals zu vernichten, weisen einige Forscher darauf hin, dass das Ende der Indus-Zivilisation höchstwahrscheinlich auf natürliche Weise kam. Einige Experten glauben, dass eine Überschwemmung oder eine schwere Dürre die Ursache gewesen sein könnte, die die Menschen des Indus gezwungen hat, in andere Gebiete auszuwandern. Die Forscher weisen jedoch auch darauf hin, dass diese Naturkatastrophe im Laufe der Zeit andauerte und dass die Bewohner so viel wie möglich aushielten und sogar einen großen Teil ihrer Ernährung umstellten, wie die in der Gegend gefundenen Essensreste belegen. Die Harappan-Zivilisation, eine der technologisch fortschrittlichsten Zivilisationen der Bronzezeit, ist weiterhin geheimnisumwoben und ihre Entdeckung führte nur zu mehr Fragen als Antworten. Obwohl es noch viel zu entdecken gibt, ist das Wichtigste, dass wir jetzt wissen, dass diese alte Zivilisation ein wichtiges historisches und kulturelles Erbe hinterlassen hat. Und wenn eine so wichtige Zivilisation Tausende von Jahren unter der Erdoberfläche lag
und wir sie erst vor 100 Jahren entdeckt haben, stellen Sie sich nur vor, welche anderen Geheimnisse und Mysterien immer noch unter der Erde verborgen sind. Welche anderen Kapitel der Entwicklung der menschlichen Zivilisation bleiben unentdeckt? Und wie fortgeschritten waren die Menschen damals wirklich? Sagen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich und teilen Sie uns auch mit, welche anderen Themen wir in unserem Kanal behandeln sollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie mehr Videos wie dieses sehen möchten, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie unseren nächsten Upload nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.